Wie auch im Supermarkt an der Fischtheke sind leider ebenfalls viele der Tiere, die wir so in unseren Aquarien sehen, vorher der Natur entnommen worden. Dass das nicht für immer so weitergehen kann, haben uns etliche dramatische Dokus auf Netflix und die dahinterstehende Forschung natürlich bereits nahegelegt. Jetzt versteht mich bitte nicht falsch, also ich liebe dieses Hobby wirklich von ganzem Herzen und habe ja selbst zu Hause Wildfänge. Aber ich interessiere mich enorm für einen nachhaltigen Weg, die Meerwasseraquaristik betreiben zu können. Unsere heutige Reise führt uns nach Rostock zu Jo und Diane, die sich auf die Zucht von Korallen und anderen Viechern spezialisiert haben. Ah, habt ihr noch Bier da? Nein! Natrop. Das hier ist Coralicsea. Ein Ort, an dem Korallen über Wochen, Monate und teilweise sogar Jahre gezüchtet und gehalten werden, bis sie in den Verkauf kommen. Kein einziges Tier, das von hier aus verschickt wird, ist vorher aus einem unserer Meere genommen worden. Eine kuschelige Ecke hier. Hallo und herzlich willkommen zur Natrop Show! Hey! Und das ist, wenn Seuche ausbricht oder was bei euch mit den Masken? Ja, wir sind bestens vorbereitet, nachdem wir jetzt schon, ich glaube, 3 kleine Arbeitsunfälle hier schon hatten mit unseren Studenten. Also nichts Schlimmes, aber wir mussten halt mal zum Arzt zum Abchecken. Heute geht es mal um euer Produkt Korallenzucht. Ich würde sehr gerne erfahren, wie man damit wirtschaften kann, wie so die Zukunft allgemein des Korallenhandels aussieht oder der Meerwasseraquaristik auf den Einzelhandel gesehen. Was kann passieren in so einer Korallenzucht? Ja, zum Beispiel beim Fragmentieren. Also Lukas hat zum Beispiel schon mal, natürlich in dem Moment, weil er einfach nur kurz was sauber machen wollte, keine Schutzbrille halt aufgesetzt und hat da eben eine Zoanthus halt abgekratzt und davon was ins Auge bekommen. Ist aber nichts passiert, zum Glück. Ja, oder auch wenn wir hier halt mit Palitoa oder Krustenanemonen arbeiten, dann ist halt schon mit den Schutzmasken. Also wir fassen auch eigentlich im Grunde fast alles immer mit Handschuhen an. Also gerade wenn wir fragmentieren, ist für die Koralle sowieso stressfreier und einfach aus arbeitsschutztechnischen Gründen. Wie kommt man auf die Idee, ein Korallenzuchtprojekt auf den Markt zu bringen und damit sich auch selbstständig zu machen? Naja, wir sind halt schon ziemlich lang Meerwasseraquarianer, also hobbymäßig. Also das erste Aquarium, also Süßwasser hatte ich damals halt irgendwie mit 6 und dann mit 14 Meerwasser und dann ging es halt immer so weiter und dann im Studium halt angefangen, das Ganze ein bisschen professioneller zu machen. Was habt ihr studiert? Aquakultur. Aquakultur. Ja. Also eigentlich halt die beste Grundvoraussetzung. Ja, genau. Und dann habt ihr gesagt, ihr wollt in den nachhaltigen Bereich auf jeden Fall gehen und jetzt nicht. Ja, wir haben halt festgestellt, dass das halt noch gefehlt hat am Markt oder zumindest halt in dem Maßstab und deswegen wollten wir halt da unbedingt rein. Rentiert sich das Ganze? Also kann man davon leben? Also wir können mittlerweile von leben, ja. Also wir können jetzt auch alles bezahlen. Natürlich haben wir halt eine Finanzierung gebraucht für den Anfang, die wir auch immer noch natürlich abbezahlen müssen, auch mal eine Zeit lang. Also das ist ganz klar, aber wir können selber von leben und kriegen die Kosten halt auf jeden Fall rein. Sei euch von Herzen gegönnt, weil ich finde das total klasse. Weil, wie du schon gesagt hast, das ist rar, sowas zu finden. Jemand, der sich wirklich komplett auf die Nachhaltigkeit spezialisiert, weil das Hobby ja schon so ein bisschen in Verruf geraten ist, teilweise. Also da sind Unternehmen wie ihr diejenigen, die da entgegenwirken. Gerade dieses halt Tiere einkaufen, verteilen, fragmentieren, verkaufen, das ist halt genau das, was wir halt nicht machen wollten. Und es gibt halt leider sehr viel und auch von Tieren, wo wir sagen, dass, oder auch bei den Fischen eben, Fische, die halt importiert werden und verkauft werden, auch schnell, ne? Also dass es keine richtige Quarantänephase gibt, dass die Tiere nicht ordentlich akklimatisiert werden, auch bei den Korallen, dass man denen eine bestimmte Zeit gibt, überhaupt anzukommen und da sind natürlich dann die Verluste auch hoch, auch im Hobbybereich, dann letztendlich geht es den Kunden ziemlich schnell, da sind halt Nachzuchten natürlich auch viel besser. Das ist unser Versandbereich, also hier packen wir die Pakete, packen die Korallen ein, fragmentieren hier und haben halt unser Lager, also wo wir ein paar Produkte haben, die wir halt zusätzlich verkaufen. Was ist das? Das sieht so geil aus.
Der große Sack, das sind unsere Verpackungschips Alter, übrigens. Ja. Auch biologisch abbaubar übrigens. Die haben da immer ein bisschen Bedenken. Also das ist jetzt kein Plastik, so wie man es kennt, sondern Nee, das ist kein Plastik, aber auch nicht diese Maischips, die gibt es ja auch. Aber die lösen sich halt auf, wenn die mit Wasser in Kontakt kommen. Das ist halt, wäre schlecht. ja, wäre schlecht. Wie seht ihr denn so die Zukunft der Meerwasseraquaristik? Macht es Sinn, sich komplett auf Nachzuchten zu spezialisieren? Also ich würde sagen, es kommt ein bisschen drauf an, wie man Meerwasseraquaristik betreiben will. Also ich meine, man kann sich so ein Becken durchaus ja jetzt auch schon nur mit Nachzuchten einrichten. Aber man muss halt dann auf einige Arten halt verzichten, Catalaphilia oder so weiter. Also da ist halt die Nachzucht schwierig oder Scolynia. Obwohl man sagen muss, also da tut sich auch im sexuellen Bereich, also sexuelle Vermehrung gerade unheimlich viel. Sexuelle Vermehrung, wie kann man das im Gegensatz zu eurer Methode beschreiben? Also wir vermehren ja die Korallen vegetativ, also das heißt, wie jeder das zu Hause macht, einfach durch Teilung. Einmal in der Mitte durchgeschnitten, Genau, aus ja, einmal zwei hier- gemacht, ja. fertig. Genau. Ja. Okay. Und es gibt ja unterschiedliche Fortpflanzungsarten bei den Korallen. Es gibt zum Beispiel die Spawner, die alle zeitgleich dann ableichen. Also beispielsweise in Australien oder so, kennt man ja die Fernsehaufnahmen. Da versucht man eben im Aquarium halt diesen kompletten Lebenszyklus einmal nachzubilden. Also da simuliert man halt dann die Temperatur, man simuliert Mondphasen und so weiter und bringt dann die Tiere letztendlich zum Ableichen. Und dann kann man mit sexueller Vermehrung halt Nachzuchten erzeugen. Und dann fischt man die ganzen Polypen quasi einmal raus. Genau, und kann halt die dann entsprechend die Larven, wieder. die dabei entstehen, die fischt man halt dann ab und dann können die sich ansiedeln. Das funktioniert halt auf Forschungsniveau mittlerweile sehr gut und ich denke mal, da wird es in Zukunft auch in die Richtung gehen, dass man das halt dann auch kommerziell eben nutzt. Jetzt geht's in die heiligen Hallen hier. Genau. Also ihr habt eine eigene Belüftung oben. Also wir haben Luftentfeuchter, wir haben die Klimaanlage hier komplett für den ganzen Raum. Die gesamte Anlage beinhaltet so um die 20.000 Liter und wird mit der Produktreihe von Tropic Marine betrieben. Natürlich hängt da noch eine ganze Menge elektrischer Krimskrams dran, Filterungen, Pumpen, Lichter etc. pp. Und das Ganze braucht natürlich einen gewissen Saft. Also es sind 1050 €, die wir im Monat an Stromkosten haben. Das geht eigentlich voll, oder? Ja, und wir haben sogar teilweise im Moment noch weniger, wenn halt die Klimaanlage nicht läuft, wenn wir die Fenster aufmachen können, dann sind es sogar noch ein bisschen weniger. Krass. Liegt das an den LEDs, weil ihr überall LEDs verbaut habt? Die laufen auf wie viel Prozent? Also in manchen Becken nur auf 15% tatsächlich, jetzt 15 bis 20%, wo wir halt nur LPS-Korallen drin haben oder Weichkorallen, Cyphastrea, gerade da haben wir die Intensität sehr weit unten, einfach weil es uns natürlich auch viel Kosten spart. Wir haben eben 3 verschiedene Kreisläufe hier. Der Fischkreislauf, mit den Fischen, die aus der Quarantäne raus sind, und dann noch 3 Korallenkreisläufe. Die alle separat Abschäumer haben, Genau. Filtereinheiten haben. Genau, wenn halt mal was ist in dem Kreislauf, was wir auch schon hatten in der Vergangenheit, dass wir immer auch nochmal einen anderen Kreislauf haben, wo die Tiere noch drin sind, dass wir einfach die Sicherheit haben. Wenn man mit Tieren arbeitet, kann ja immer mal was sein. Ne? Ja. Habt ihr denn Vorteile davon, wenn jetzt Importstopps aus Indonesien oder Australien stattfinden? Merkt ihr das? Weil ihr seid ja unabhängig davon eigentlich, Also oder? ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das jetzt schon merken könnten, weil wir einfach noch nicht so lange am Markt sind. Aber es ist natürlich schon ein Vorteil für uns, weil natürlich die Importe jetzt gerade, wo Indonesien Importstopp waren, jetzt Importe aus Australien viel teurer waren, ja auch für viele Händler. Das heißt, dass da die Preise auch deutlich gestiegen sind im Korallenverkauf. Wir können die Preise halt eigentlich dann eben halten, was wir haben. Und auch so denke ich, dass es mehr kommen wird. Also ich glaube, dass da halt auch zukünftig gar nicht so viel nachkommen kann aus den Riffen, einfach weil der Zustand so schlecht ist. Ja. Und da kann man das gut finden mit Nachzuchten oder nicht, aber es wird halt einfach nichts mehr nachkommen. Wie ist das stromversorgungstechnisch? Habt ihr hier einen separaten Generator oder sowas? Oder ist das nur von der Hauptversorgung? Wenn Strom aus ist, ist verkackt. Das läuft alles über die Stadtwerke halt. Das sind auch hauptsächlich Windenergie, womit die Anlage halt versorgt wird. Für den Stromausfall sind wir auch abgesichert. Also wir haben überall oben drauf unsere Akkupacks, die Strömungspumpen laufen dann halt noch weiter. Also Licht ist dann aus, aber die Strömungspumpen können dann halt noch bis zu 36 Stunden weiterlaufen, wenn Stromausfall ist, dass jetzt hier nicht alle Tiere drauf gehen. Okay. Am wichtigsten beim Stromausfall, dass man Strömung erzeugt. Ja, dass die Tiere eben eine Sauerstoffversorgung haben, das ist eigentlich das Wichtigste. Wichtiger als Licht oder? Ja, Licht, also die Korallen können auch mal 2-3 Tage, können die auch schon mal ohne Licht sein, das ist jetzt nicht so das Ding, aber halt ohne Sauerstoff ist natürlich kritisch. Und hier macht ihr jetzt selber Schnaps. Könnte man denken. Nein, das ist unsere Phytoplanktonzucht. Also wir haben hier verschiedene Phytoplanktonarten, Anochloropsis, Synococcus und Tetraselmis gerade aktuell. Und mit den Phytoplankton füttern wir eben unsere Korallen. Also es sind auch verschiedene Partikelgrößen. Also es ist ja gerade für die Korallenernährung eben wichtig, dass man auch möglichst unterschiedliche Partikelgrößen ihnen anbietet. Plankton, sind das jetzt, weil es grün ist,
Pflanzen? Plankton umfasst auch Tiere, also schwebende Tiere. Und Phytoplankton sind eben pflanzliche Zellen. Ah, okay. Also das ist jetzt nicht das Plankton, was auch Wale fressen. Nee, das wäre dann noch mit Zooplankton. Das ist jetzt eben wirklich nur Phytoplankton, deswegen auch grün. Phytoplankton pflanzlich, Zooplankton tierisch. Genau. Ja, man sagt ja, Phytoplankton ist gerade für Weichkorallen gut. Also Weichkorallen filtern mehr Phytoplankton und Steinkorallen mehr Zooplankton eher. Ist natürlich immer ein bisschen gemischt, aber kommt schon hin, dass Weichkorallen hauptsächlich Phytoplankton halt nehmen. Hat man denn wirklich einen Nachteil, wenn man Nachzuchten kauft? An sich ist es ja das stabilere Tier, weil es in einem Aquarium schon aufgewachsen ist. Man hat halt nicht die Größe. Die Größe ist oft, genau, da haben wir ja auch oft Kunden, die gerade, wenn natürlich ein großes Aquarium, ich verstehe das auch, dass oft die Ableger einfach viel zu klein sind. Ne? Das ist schon, also wir versuchen jetzt auch, dass auch mal Tiere groß wachsen zu lassen, dass wir halt öfters vielleicht auch mal so wie XL-Frags oder halt größere Ableger halt auch mal anbieten können. Hättet ihr, wenn ihr nochmal die Möglichkeit hättet, den Aquarienbereich bei euch neu zu bauen, was anders gemacht? Unsere Anlage besteht halt aus ziemlich vielen Einzelbecken. Das ist super, wenn man halt eben Probleme hat, zum Beispiel irgendwelche Montischnecken oder Radwürmer oder so. Wenn man sich, also wir haben ja auch eine Quarantäne, aber es kommt halt trotzdem mal vor, trotz Quarantäne, trotz mehrmals Dippen, trotzdem mit in die Anlage schleppen. Und da sind solche Einzelbecken wirklich Gold wert. Ja. Den Boden würden wir anders machen. Ja, die Bodengeschichte. Die haben wir jetzt nicht mitbekommen, aber es gab Bodenprobleme. Wir würden fließen das nächste Mal. Also wenn ihr auch eine Korallenzuchtanlage bauen möchtet, Fliesen ist das A und O. Ja, genau, das ist jetzt der Quarantänebereich. Also wir haben sowohl für Fische als auch für Korallen eine Quarantäne. Und bei den Korallen ist es eben so, wir haben ja auch am Anfang mal Tiere importiert. Da sind hier noch ein paar, die sind tatsächlich schon über 2 Jahre bei uns. Wir haben dieses Jahr auch vereinzelt auch noch mal ein paar neue Tiere, die wir halt mit in den Zuchtbestand aufnehmen wollen, und die sind eben erst hier in der Quarantäne. Daneben kaufen wir halt auch Tiere von anderen Züchtern mit dazu, und die stehen halt auch erstmal in der Quarantäne, bevor die uns halt in den Zuchtkreislauf kommen. Jetzt haben wir 2 Jahre gar keine Tiere mehr importiert, haben halt auch wirklich nur von denen halt nachgezogen, beziehungsweise haben eben von anderen Züchtern Tiere bekommen. Und da ist es so, dass wir halt immer von den Muttertieren einen Teil eben zurückhalten. Bei einigen, gerade bei den SPS-Korallen, da machen wir eigentlich hauptsächlich von den Ablegern wieder Ablegern. Ja, ihr habt jetzt schon Hauptaugenmerk auf Korallen, aber Fische gibt's auch. Fische gibt's auch, ja. Fische gibt's auch. Und es gibt auch immer mehr Nachzuchten bei den Fischen, Gott sei Dank. Für uns tatsächlich eher Non-Profit-Bereich so ein bisschen, weil die Fische extrem viel Arbeit machen, wir halt diese lange Quarantänezeit haben bei den Tieren. Ja, mit den Nachzuchten die Margen nicht so gut sind wie jetzt, sag ich mal, bei den Wildfängen. Aber wir wollen einfach die Nachzuchten halt voranbringen generell, und deswegen bieten wir Fische halt auch mit an. Also, kriegt ihr die vom Züchter oder züchtet ihr die hier selber? Nee, wir züchten nicht selber. Also wir kaufen die überwiegend aus dem Großhandel tatsächlich ein. Okay. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, wie es mit der Firma weitergehen könnte, in welche Richtung würdet ihr das drehen? Einfach mehr von allem? Also wir überlegen auch vielleicht für den Händlerbereich anzubieten, weil die Anlage gibt es halt her, die Größe. Das muss man auch sagen. Zu euch kann man ja nicht einfach herkommen. Nee, genau. Also ihr seid ja nur online, und das auch für den Privatkunden. Ja, sprich, genau. Ihr würdet dann einmal auch Zoofachhändler beliefern mit euren Nachzuchten. Genau. Ansonsten wollen wir aber nicht riesengroß werden. Es soll schon klein und fein und übersichtlich so familiär. Familiär, genau, vom Team her. Wir wollen halt selber auch noch gerne in der Anlage arbeiten. Jetzt geht es um dich. Was ist deine Meinung zu diesem Weg, die Aquaristik um Längen nachhaltiger zu machen, als sie derzeitig ist? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mal bei Jo und Diane im Onlineshop vorbeischaust. Ich habe auch das Partnerkonto von mir unten in der Videobeschreibung verlinkt und dir einfach mal anschaust, was die beiden dort bereits jetzt alles zu bieten haben. Ansonsten bedanke ich mich herzlichst fürs Zusehen. Was geht ab, ihr Säcke? Ihr seht aus wie aus einer Jever-Werbung.